Herzlich willkommen zu Scribbler TV. Ich bin Robert und heute geht es um das Thema der Autobatterie und wie man sie auflädt. Unser heutiges Thema, das Aufladen der Autobatterie, ist ein Wunschthema der Zuschauer. Und dieses Thema ist sehr wichtig, denn was man wissen muss, ist, bei selbst Kleinigkeiten, die man falsch macht, kann man einen großen Schaden anrichten. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wie das Aufladen der Batterie genau durchgeführt wird und auf was man achten muss. All diese Dinge werde ich euch heute erzählen. Natürlich könnt ihr dies selber tun. Dabei müsst ihr jedoch die richtigen Pole feststellen und natürlich das Aufladekabel korrekt verbinden. Nun zeigen wir euch, wie es korrekt durchgeführt wird. Und ich nehme euch mit in eine Werkstatt und wir schauen uns das Ganze mal an. Los geht's! Die richtige Herangehensweise ist erst einmal sehr wichtig. Das Auto mit einer leeren Batterie. Gehen wir der Sache näher und wir sehen, das Auto startet nicht, wir haben keinen Strom. Jetzt öffnen wir die Motorhaube. Als erstes müssen wir die Pole an der Batterie korrekt feststellen. Also positiver und negativer Pol. Der positive Pol ist immer rot und es ist ein Pluszeichen zu sehen. Der negative Pol ist schwarz, also bei Plus ist immer ein rotes Kabel vorhanden. Es ist wichtig, das korrekt festzustellen und das Aufladekabel an dem richtigen Pol anzubringen. Das rote Aufladekabel wird an den positiven Pol angeschlossen und das schwarze Aufladekabel an den negativen Pol. Als erstes verbinden wir die Polköpfe der leeren Batterie. Die Durchführung des Aufladens sollte von 2 Personen gemacht werden. Die freien Enden des Aufladekabels hält eine Person und diese dürfen sich nicht berühren. Auch hier müssen die Pole richtig festgestellt werden und das Aufladekabel korrekt angebracht werden. Dabei ist auch die Bewertung der Amperezahl zu beachten. Die Amperebewertung der beiden Autos müssen dicht beieinander sein. Das schwarze Kabel verbinden wir mit dem negativen Pol, das rote mit dem positiven Pol. Nun starten wir das Auto bei einer Drehzahl von 2000 bis 2500 und halten diese Drehzahl konstant. Somit laden wir die Batterie des zweiten Autos. Der Ladevorgang kann 1 bis 2 Minuten dauern. Dabei ist immer darauf zu achten, dass die Drehzahl sich ca. bei 2000 bis 2500 hält. Das Auto wird weiter geladen. 1 bis 2 Minuten sollten fürs Erste reichen. Nun kommen wir zum Auto mit der leeren Batterie. Und es hat wieder Strom. Nun kommen wir wieder zum Auto mit der leeren Batterie. Ja, nun hat es Strom. Starten wir das Auto. Da die Batterie von diesem Auto sehr leer und fast zusammengebrochen ist, trennen wir das Aufladekabel nicht gleich. Das Auto wird noch weiter geladen. Während wir die Aufladekabel von der Batterie trennen, achten wir darauf, dass sich die beiden Enden nicht berühren. Nun haben wir die Kabel entfernt und die Batterie wird wieder abgedeckt. Jetzt sind wir fertig. Zurück geht's ins Studio. Nun habt ihr gesehen, wie das Aufladen eurer Batterie durchgeführt wird. Ihr habt auch gesehen, wie es richtig funktioniert und auf was ihr achten müsst. Ihr wisst auch, dass ihr es natürlich selber machen könnt. Dabei müsst ihr aber natürlich beachten, dass ihr vorsichtig sein müsst, da es sich um Strom handelt und dieser natürlich gefährlich sein kann. Alles, was ihr braucht, ist ein zweites Auto und ein Aufladekabel. Bei dem Aufladekabel achtet bitte darauf, dass es eine gute Qualität hat. Daher schaut euch die Amperebewertung an und dann könnt ihr den Vorgang in einem durchführen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Videos angelangt. Wenn ihr Wunschthemen habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Wir werden sie lesen und daraus ein Video machen. Des Weiteren würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video.